Hallo, mein Name ist Sabine. Ich bin 59 Jahre alt und ich habe das Peutz-Jeghers-Syndrom. Und das ist meine Geschichte. Ja, die ersten Symptome sind aufgetreten in meinem 5. Lebensjahr. Und ich kann mich erinnern, dass die erste Schulklasse so war, dass ich ständig abgeholt werden musste wegen Bauchschmerzen und ständigen Erbrechen. Und dass meine Eltern sehr geschockt waren, die konnten sich das überhaupt nicht erklären, warum ich das immer wieder bekomme. Und die Arztbesuche haben nichts ergeben. Also die Ärzte haben nicht herausgefunden, was es ist. Ich weiß nicht, wann die weggegangen sind, aber als kleines Kind hatte ich einen sehr tiefschwarzen, sehr großen Fleck auf der Unterlippe. Und die Ärzte haben, oder die Leute haben generell immer gedacht, ich hätte auf einem Stift rumgekaut oder auf einem Füller, dass das Tinte wäre, weil das wirklich tiefschwarz wie ein Tintenfleck war. Und ja, die Ärzte haben das aber nie in Zusammenhang gebracht mit Peutz-Jeghers. Irgendwann hörten die Invaginationen auf und fingen dann so mit ungefähr dem 17. Lebensjahr wieder an. Und ja, mit dem 17. Lebensjahr musste ich einmal zu einer Ausschabung ins Krankenhaus, weil ich sehr, sehr starke Regelblutungen hatte. Das war wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit Peutz-Jeghers. 1992 hatte ich monatelang auch wieder heftige Invagination. Und da hat dann ein Internist in Paderborn zufällig gesagt oder herausgefunden, dass es das Peutz-Jeghers-Syndrom sein könnte. Hat mich dann zu einem niedergelassenen Gastroenterologen geschickt. Und der hat dann nach der ersten Magen- und Dickdarmspiegelung das bestätigt. Da hat er auch Polypen dann entfernt. Also ich war erleichtert, dass ich endlich wusste, was ich habe. Dass endlich, weil ich bin ja auch oft wie eine Simulantin behandelt worden. Es hat keiner den Grund gefunden für die Bauchschmerzen. Und als junge Frau wird man oft so abgetan. Naja, junge Frauen haben Bauchschmerzen, stell dich nicht so an. So. Und wie mein Sohn dann ungefähr 3 Monate alt war, bin ich dann das erste Mal am Dünndarm operiert worden. Weil mir ging es dermaßen schlecht, dass einfach klar war, es muss operiert werden, anders geht es nicht mehr. Und dann bin ich im Januar 1996 das erste Mal in Göttingen operiert worden. Da sind, ich glaube, ungefähr 8 große Polypen entfernt worden. Ein großes Stück Dünndarm ist entfernt worden. Und da wurde mir gesagt, dass ein Polyp ganz lang angewachsen war an der Dünndarmwand. Also nach der ersten Operation wurde mir von dem Chirurg gesagt, ich bräuchte mir keine Sorgen machen, jetzt wäre der Darm ja frei. Und ich habe das glauben wollen. Also ich wusste, es ist der Gendefekt, die Polypen können wiederkommen. Aber ich habe einfach nach der ersten Operation auch gedacht, ja, der hat recht. Wahrscheinlich war es das jetzt und ich kann beschwerdefrei leben. Diesen Trugschluss habe ich mich selber hingegeben. Und der Gentest war, ich meine, 2002. Ich war ja da schon in der Selbsthilfegruppe und Frau Professor Möslein und auch Dr. Schulmann war es damals und Dr. Vogel, die haben dann darüber berichtet oder gesagt, es wäre doch angebracht, einen Gentest zu machen. Das haben wir dann damals gemacht nach einer genetischen Beratung und auch meine Verwandtschaft haben sich dann alle testen lassen, um herauszufinden,
ob das bei mir eine Neumutation war oder ob irgendwer in der Familie schon was hatte. Es stellte sich dann raus, dass es bei mir eben die Neumutation war. Mein Vater hat damals zufällig im Fernsehen gesehen, dass es in Bochum im Krankenhaus die Kapselendoskopie gibt. Das war damals völlig neu. Rief bei uns an und sagte, da gibt es was Neues, diese Kapselendoskopie. Das wäre doch für dich wahrscheinlich das Richtige. Und dann hatte ich mich nach Bochum gewandt, bin dann dahin gefahren zur Kapselendoskopie und war dann schwer enttäuscht, weil bei der Kapselendoskopie wurden dann wieder jede Menge neue Polypen gesehen. Also richtige Invagination Gott sei Dank nicht mehr. Ich hatte wohl öfter mit Übelkeit zu tun. Es war dann vielleicht so eine Vorstufe zu den Invaginationen. Mir war dann klar, wenn die Polypen weiter wachsen, dass es dann wieder welche geben würde. Und dass ich eben wirklich die Polypen entfernen lassen muss. Dadurch dann eben die geplante zweite Operation. Und nach den Schwangerschaften habe ich eben nicht mehr mit der Pille verhüten wollen. Und dann fingen wieder die sehr, sehr starken Regelblutungen an, extremst. Und dann hatte ich noch zweimal eine Ausschabung und hatte selber darum gebeten, ob man mir nicht die Gebärmutter entfernen kann. Weil es war einfach nicht auszuhalten. Und ich hatte auch immer extremsten Eisenmangel dadurch. Und mit 38 habe ich dann die Gebärmutter rausbekommen und habe das nie bereut. Also es war wie eine Befreiung. Mir ging es körperlich dadurch wesentlich besser. Und es war auch so, dass eben in der Gebärmutter waren auch Polypen drin. Dann gehe ich einmal im Jahr zu meiner Gynäkologin, die tastet die Brust ab. Ich bin als Selbstzahler, lasse ich dann meine Eierstöcke kontrollieren. Seit 2018 wird mein Pankreas überwacht per MRT oder Sonographie, also Endosonographie. Ich habe schon Zysten am Pankreas und soweit ich weiß, einen Polypen auch an der Gallenblase. Und ich weiß, dass meine Magenwände auch voller Polypen sitzen, beziehungsweise der ganze Dünndarm ist ein Polypenrasen. Ja, ich bin bei unzähligen Magen- und Darmspiegelungen gewesen, in unregelmäßigen Abständen. Und das Allerschlimmste für mich ist eben die Abführmittel trinken für die Untersuchung.